Hallo und willkommen zu einem neuen Video, diesmal aus Kärnten in Österreich. Hier fahren wir gerade von St. Stephan im Gailtal über die Windische Höhe nach Spittal an der Drau. Unser Ziel ist heute das Maltertal und die Köln-Brein-Talsperre auf 1902 Meter Höhe. Der Tag beginnt ruhig und friedlich, denn hier auf der Kreuzner Landstraße sind wir ganz alleine unterwegs. Noch ahnen wir nicht, was heute alles passieren wird. Die Landstraße über die Windische Höhe mit 1110 Metern verbindet das Gail mit dem Drautal. Sie ist eine landschaftlich reizvolle Strecke, nicht nur für Motorräder. In vergangenen Zeiten sollen Pilger, die hier unterwegs waren, öfters hinter Büschen verschwunden sein. Um diesem Treiben ein Ende zu setzen, ließ der strenge Pfarrer von St. Stephan einen neuen Kreuzweg anlegen. Ob's geholfen hat, wird nicht berichtet. Kreuzen ist von kleinbäuerlicher Kultur geprägt, dessen Spuren über 4000 Jahre zurückreichen. In Spittal stoßen wir auf Motorradgruppen, die für die European Bike Week in Fark angereist sind. Für einen Fahrer aus der Gruppe vor uns wird der Ausflug leider nicht glücklich enden. Spittal ist wirklich ein ganz gepflegtes Städtchen. Wieder auf der Bundesstraße folgen wir gut gelaunt der kurvenreichen Strecke im Tal der Lieser. Es ist natürlich einiges los und die Euphorie und Sorglosigkeit einiger Motorradfahrer ist deutlich fühlbar. Ehrlich gesagt geht mir die Fahrweise einiger ganz gehörig auf den Senkel und dass schnell was passieren kann, ist absehbar. Die Schilder warnen und sollten nicht ignoriert werden. Da ist was passiert. Glücklicherweise ist der Fahrer nicht verletzt, aber die Maschine hat einigen Schaden abbekommen. Die European Bike Week hat noch gar nicht richtig angefangen, aber ist für den ersten schon zu Ende. Nachdem wir die vorausfahrenden Kumpel informiert haben, können wir unsere Tour fortsetzen. Bei Gmünd mit der alten Burg aus dem Spätmittelalter biegen wir vom Lieser in das Maltertal ab. Das Tal ist 38 Kilometer lang und bietet allerhand touristische Highlights wie Sportklettern, Wanderrouten und etliche Wasserfälle. In der Nähe des Weilers Brandstadt sehen wir mit dem Fallbach-Wasserfall einen der schönsten und höchsten.
Die Fallhöhe von 220 Metern ist wirklich beeindruckend und bringt ihn auf den Spitzenplatz in Kärnten. Wie häufig in den Alpen hat die letzte Eiszeit vor 20.000 Jahren dieses Naturwunder geschaffen und mit einem 2 Kilometer hohen Gletscher die Felswände abgeschliffen. Für Wanderer gibt es einige Touren um den Wasserfall herum und auch Felskletterer kommen auf ihre Kosten. Das ist ein wirklich schönes Tal in Kärnten. Mit diesem schönen Blick machen wir uns wieder auf den Weg hinauf zur Talsperre. Um die gut ausgebaute Hochalmstraße nutzen zu können, müssen an der Mautstelle zurzeit 18 € für die Tageskarte berappt werden. Die Mautstraße ist fast 15 Kilometer lang und wurde in den 70er Jahren als Zufahrtsweg zum Bau der Staumauer erbaut. Wenn man sich für einen kurzen Moment nicht auf die Straße konzentrieren muss, sieht man beispielsweise den Melnickfall, der über mehrere Kaskaden 150 Meter in die Tiefe stürzt. Die Bezeichnung Tal der stürzenden Wasser ist aufgrund der 14 Wasserfälle sicher gerechtfertigt. Insgesamt wurden 6 Tunnel mühsam in den Fels getrieben, um diese Straße überhaupt zu ermöglichen. An mehreren Engstellen wird der Verkehr mit Ampeln geregelt. Im längsten Fall ist mit maximal 22 Minuten Wartezeit zu rechnen, aber dadurch ist das Fahren deutlich sicherer und auch entspannter. Im Video werden alle Schlüsselstellen gezeigt, sodass man vorbereitet ist. Bergerfahrung ist natürlich von Vorteil. Manche Tunnel sind nur spärlich beleuchtet, sodass bei Ein- und Ausfahrt Vorsicht angebracht ist. Der sogenannte Kehrentunnel erfordert mit seiner 180-Grad-Kurve, feuchter Fahrbahn und großer Steigung besondere Aufmerksamkeit. Abstand halten ist hier immer eine gute Idee. Die riesige 200 Meter hohe Staumauer kommt allmählich in den Sichtbereich. Der Mitterkatt-Tunnel
ist mit 345 Meter Länge der letzte vor der Hochalm. Direkt an der Staumauer in 1900 Meter Höhe liegt ein Berghotel, dessen erste Gäste die Baustellenarbeiter gewesen sind. Wir stellen das Motorrad auf dem großen Parkplatz ab und besichtigen das 600 Meter breite Bauwerk, das 200 Millionen Kubikmeter Wasser staut. So sehen 1,6 Millionen Kubikmeter Beton aus der Nähe aus. Das Bergpanorama und die umliegende Natur sind überwältigend. Der Airwalk hängt wie ein Schwalbennest an der Wand dieses beeindruckenden Bauwerks. Bei entsprechenden Wetterbedingungen wird für besonders Mutige auch Bungee-Jumping angeboten. Dabei geht es 165 Meter in die Tiefe mit der Hoffnung, dass die Technik nicht versagt. Mit diesem schönen Ausblick verabschieden wir uns von euch. Macht es gut und bis zum nächsten Mal.